beschreiben, ey. Ist ja geil, auf jeden Fall. Jeder würde wahrscheinlich sagen, nur unsere Currywurst ist die richtige. Leute, wenn euch eine Currywurst schmeckt, ist das die richtige Currywurst. Wir sind ja hier auf der Reeperbahn, das werden die Leute sicherlich schon gesagt haben, beim Lucullus. Man sollte uns eigentlich kennen. Der große bunte Imbiss auf der Reeperbahn, den kennt ja eigentlich jeder. Wir sind seit über 30 Jahren hier, seit 1. Februar 1994 ist er eröffnet worden. Und ja, seitdem sind wir Dauergast auf der Reeperbahn und ich glaube für viele Hamburger oder auch viele Besucher nicht mehr wegzudenken. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist Lucullus Stand hier Imbiss ist einer der bekanntesten auf jeden Fall auf der Reeperbahn. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir sind sehr bekannt. Nicht übersehen, nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen. Wir sind auch, unsere Ware ist auch sehr geschätzt. Die gut aussehenden Mitarbeiter natürlich, aber ja, wir gehören einfach dazu, würde ich auch so sagen. Ja. Und also tschüss, schönen Tag noch. Jo, ciao. Unsere Krakauer, das ist unsere Currywurst, Frikadellen, das ist unsere große Bratwurst, das ist die Thüringer Art, die normale Bratwurst und unsere Schinkenwurst haben wir auch noch. Und man kann bei uns, das ist halt die normale Currywurst, aber bei uns kann auch jeder natürlich eine große Bratwurst, eine Thüringer als Currywurst haben. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir können jeden Geschmack aus jeder Region abdecken. Und mit Darm und ohne Darm. Mit Darm, genau. Unsere Currywurst, das ist eine Brühwurst, die ist auch ohne Darm. Das ist hier in Norddeutschland, sage ich mal, die Standard-Currywurst. Hier ist es halt so. Woanders ist es halt oft dann eine Thüringer, die als Currywurst gemacht wird. Wie gesagt, wir sind da ganz offen, wir haben da keine Vorurteile. Ich meine, wir sind auf der Reeperbahn, wir haben sowieso keine Vorurteile. Aber das sehen wir ganz entspannt und jeder kann das so haben, wie er möchte. Wer eine Currywurst einfach nur bestellt, bekommt unsere normale. Ansonsten einfach sagen, könnt ihr euch die schönste und beste aussuchen und die machen wir dann auch als Currywurst. Wir haben halt eben normal und scharf kann man sie auch haben. Ja. Ja. Zwischen 3 und 5 Minuten würde ich mal sagen, braucht eine perfekte Wurst. 3 bis 5 Minuten. Ja. Du kannst ja, wir braten die ja dann auch an, so wie hier, wir braten die ja an, legen sie dann rüber und ziehen sie dann halt wieder zum Heißmachen. Dann hast du natürlich in 30 Sekunden ist sie dann wieder wie neu und frisch. Und jetzt hier die Frikadellen? Frikadellen, genau. Machen wir mal ein paar Frikadellen an. Auch mit Brötchen oder mit Pommes? Wie du willst. Also Brötchen ist immer dabei, egal was du bei uns isst, gibt immer ein Brötchen extra. Aber man kann natürlich auch Pommes haben oder ne? Das ist ja jedem. Da sind wir flexibel. Bitte schön. Ja. Ja, wir haben ja auch Koteletts, hast du, was du schon gezeigt hast. So, die machen wir auch jeden Tag. Panieren wir diese jeden Tag selber frisch, braten die jeden Tag frisch an. Unsere Frikadellen braten wir jeden Tag einmal neu an. So, also, und das Programm haben wir eben schon seit 30 Jahren. Und Fleisch, Schweinefleisch. Schweinefleisch. Und, genau. Wir haben tatsächlich, wir haben auch für Veganer natürlich was, da haben wir die Pommes. Ansonsten haben wir tatsächlich, unsere Ware ist Schweinefleisch. Caroline und Helmut, das sind ja die Besitzer hier. Wir kommen alle aus dem Schaustellerbereich. Ich kenne die beiden schon viele Jahre. 1. Februar war die Eröffnung, 94. Ich weiß noch, dass an dem Jahr war hier die große Schaustellermesse in Hamburg und Helmut hat mit seinem Verein die Party ausgerichtet im Grünspan auf der Reeperbahn hier. Also ich weiß jetzt noch, die war so legendär, da reden jetzt noch alle drüber. Ich glaube, wenn du zum Grünspan gehst und fragst, der kann sich auch noch daran erinnern an die Party, das war schon. Und ein paar Tage später war hier halt die Eröffnung. Das weiß ich noch so, das habe ich noch in Erinnerung, dass da eben war, oh, ein paar Tage öffnen wir den Laden, wo wir da die Feier gemacht haben. Ja. Hier werden die Brötchen, ja? Da werden die Brötchen gemacht, genau. Da kriegen wir halt die Rohlinge, ne? Die werden halt bei uns dann frisch aufgebacken. Und die Brötchen sind frisch raus. Genau. Guck mal, so. Ja. Ne? Gibt es immer frische Brötchen. Mhm. Also wir sind schon mit Herz dabei hier, alle. Alle sind zum Beispiel Michael, der hier bei dir ist. Der ist schon seit 24 Jahren bei uns. Das ist eine lange Zeit. Lange Zeit. Ja, lange Zeit. Der ist ja mit 20 angefangen, ist ja auch schon Mitte 40 der Beste. Ja. Ja,
46 bin ich ungefähr. 46 ungefähr. Wir wollen ja nicht genau ins Detail gehen, Michael. Nee. Genau. Sehr gut. Das auf jeden Fall. Nein, also wir haben auch viele Mitarbeiter, sind auch viele Jahre hier bei uns, weil es auch einfach Spaß macht. Also wer auf der Reeperbahn, man muss ein bisschen speziell sein, um auf der Reeperbahn zu arbeiten. Man darf auch nicht auf den Mund gefallen sein, aber wenn man daran Lust hat, am Verkauf und mit Menschen umzugehen, dann hast du hier einen Traumjob. Dann ist das der tollste Job, den du haben kannst. Ich meine, zeig mal einmal, guck dir die Aussicht an, wo du hier bist, es ist immer was los, es ist immer, man hat hier selten Langeweile, man erlebt eigentlich jeden Tag was, also ist schon, genau, wer uns sucht, Davidwache, Burger King, direkt davor, aber wenn wir unser Licht anhaben, könnt ihr uns sowieso nicht verfolgen. Ja, ich meine, du hast ja gesehen, wir haben ja nicht den größten Platz hier. Ja, ich kann dir ja noch einmal so hier zum Beispiel unser Kühlhaus. So, hier ist dann halt unsere Ware drin. Oh. Ja, da wird jeden Tag, wir bekommen ja auch täglich hier teilweise, aber das heißt teilweise, wenn wir Ware brauchen, wir können 7 Tage die Woche alles frisch bestellen. Wir kriegen täglich beliefert, weil wir eben auch nicht so die große Kapazität haben, um Getränke etc. jetzt zu stellen. Also bei uns ist immer alles frisch. Das ist ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall, ja. Ist uns auch wichtig, also uns ist wirklich wichtig. Wie gesagt, mein Vater hat immer zu mir früher gesagt, was du über den Tresen gibst, das musst du selber gerne essen mögen und das verinnerliche ich auch so. Oder wir alle auch hier so. Also das ist uns wirklich wichtig. Oder wir sind dann eben auch auf der Reeperbahn. Da gibt es auch mal einen Spruch, also das ist natürlich, gehört auch dazu. Oder also ich freue mich immer, wenn die Leute bei mir kommen und ich die einmal kurz zum Lächeln bringen kann und die gehen glücklich und satt nach Hause, dann ist mein Job, habe ich meinen Job gut gemacht. Ja, du einfach. Dann film ich doch immer. Ja, Soll ich die Kürbische machen oder was auf die Pommes? Nee, kannst du gerne machen. Kein Problem. Wie möchtest du denn? Normal oder scharf? Scharf. Scharf. Ja klar. Hast du aber vor heute, ne? Ja, natürlich. Reeperbahn. Nur die Scharfen kommen weiter. Da hast du recht. Gerade hier, gerade hier. Gerade hier, genau. Siehst du? Und es ist einfach nur eine Wohltat, hier mal hinzukommen und eine Currywurst-Pommes einfach oldschool zu kriegen. Oh. Da haben wir das Oldschool wieder, was ich dir schon gesagt habe. Wir sind halt traditionsbewusst. Hier weißt du, was man Auf jeden bekommt. Fall. Habe ich dir gerade erzählt, wenn du hier vor 10 Jahren eine Wurst gegessen hast und heute kriegst du dieselbe Wurst mit demselben Geschmack. Das kann ich auch bestätigen. Ich bin jetzt 2 Jahre hier und 2 Jahre ist das immer das Gleiche. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist immer gleichbleibend. Und dir ist aufgefallen, dass aber hier schon auch sehr attraktive Bedienungen sind und so, ne? Das wollte ich doch sagen. Natürlich. Siehst du, das hat er vergessen noch. Aber sonst alles gut. Alles gut. Okay, du bist sehr angenehm, du darfst wiederkommen. Dankeschön. Ja. Willst du noch ein Brötchen? Mir reichen die Pommes, danke. Alles klar. Bescheid ist er auch noch. Guck mal, so eine Kunden, das sind unsere liebsten Kunden, sowas. Ja, okay. Das Schöne auf der Reeperbahn ja auch ist, in der Regel alle, die auf die Reeperbahn kommen, du wohnst hier wahrscheinlich, ne? Ja. So, wir haben natürlich viele Stammkunden, die auch hier aus dem Bereich kommen, aber ansonsten die Besucher, sag ich mal, die sind ja alle in einer entspannten Stimmung. Also du hast hier wenig gestresste Kunden, so die wollen einfach eine gute Zeit haben und die freuen sich denn, wenn sie hier auch nochmal einen lockeren Spruch kriegen oder einfach schnell bedient werden und weiter geht's. Also es ist ja, wir kommen ja vom Jahrmarkt, also ich bin ja auch vom Jahrmarkt, ich kenne das auch. Tatsächlich muss ich sagen, dass der Verkauf hier erinnert mich ein bisschen an den Jahrmarkt, weil vom Publikum ist es ähnlich. Die Leute sind entspannter wie auf dem Jahrmarkt auch. Die wollen eine gute Zeit haben, wollen Spaß haben und das merkt man hier auch. Natürlich, je später der Abend, wenn du samstags abends um 3:30 denn hier irgendwie, dann hast du natürlich auch mal einen Chaoten dabei, der nicht mehr reden kann. Der macht eine Zeichensprache und das verstehen wir auch. Und das ist kein Problem, das kriegen wir auch hin. Also da sind wir ja auch geübt. Das ist aber Reeperbahn das Leben. Also auf Reeperbahn zu leben ist ja schon auch etwas. Also ist Ja, auf jeden Fall. Aber das also auch so, ist ja, für manche wäre es vielleicht ein bisschen zu hektisch, zu laut. Oder das mag sein. Aber dann wollen wir nicht auf die Reeperbahn ziehen. So. Zu 100% gebe ich dir recht. Zu 100% gebe ich, weil jeder weiß, dass hier immer, so wie jetzt gerade, immer Action herrscht und immer aktiv ist. Okay. Ja, und dementsprechend gebe ich dir ja vollkommen recht. Es ist immer High Life und gerade um 3:30, 4, wie man es auch immer nennen mag, es ist immer aktiv. Und jeder ist glücklich, wenn er mal um 3:30, 4 nochmal eben so eine kleine Boulette kriegt oder eine Currywurst oder was. Ich kann dir garantieren, also wenn du samstags nachts zwischen 3 und 4 hier bist, also die Damen aus dem horizontalen Gewerbe, die ja einen super Job machen, die machen das richtig klasse alle,
Aber ich bin mir sicher, zwischen 3 und 4 sehe ich hier mehr glückliche Männergesichter als die am Abend. Ja. Weil wenn du um 3 mit 4 Promille bei mir eine Currywurst mit Pommes dir holst, dann liebst du mich. Ich schwör's dir, du liebst mich einfach. Oder Ja. Du liebst einfach jeden, der dich bedient, ist auch egal. Also, Absolut. Also ich kann das gar nicht, das Gesicht, mehr geht doch nicht. ich kann das gar nicht so beschreiben, ey. Total geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich komme nachher nochmal wieder. Ich weiß das. Wir sehen uns. Du weißt ja, wo wir sind. Du kennst das ja, ne? Natürlich. Alles klar. Alles klar. Ciao. Ciao. Bis Bis später. dann. Tschüss. Machen das Blaulicht an und hier eine Ampel machen sie denn, du siehst es manchmal nicht, also man erschreckt sich hier schon manchmal. Auch da gewöhnt man sich dran, ist halt Reeperbahn, ist auch laut manchmal, Ja. aber es ist schon manchmal, hast du ja selber gerade gehört, wie laut das sein kann. Oh ja. Ja, Bestimmt so über 100 Dezibel. das ist bestimmt über 100, das würde ich auch sagen. Ja, bei Rockkonzert. Zum Glück bin ich ja nicht mehr der Jüngste, ich höre nicht mehr so gut, von daher geht das alles. Ne? Das ist alles, ja. Rot-Weiß, ne? Ja. So, mein Lieber. Bitte schön. Danke dir, lass dir schmecken, ne? Jo. Jede Stadt behauptet, dass es jetzt einzig wahre Currywurst oder einzig wahre Bratwurst. Dass du drüber bitte was sagst. Da kann ich dir zu sagen, die sollen doch mal alle bitte ihren Stock aus dem Popo ziehen. Jeder hat seinen Geschmack, jede Region hat seine Spezialität. In Berlin gibt es die Currywurst ohne Darm, in Nordrhein-Westfalen wird sie so gemacht. Also jeder würde wahrscheinlich sagen, nur unsere Currywurst ist die richtige. Leute, wenn euch eine Currywurst schmeckt, ist das die richtige Currywurst. Eine Currywurst ist ja eine Currysoße. Aber es gibt auch viele, die dann Tomatensoße nehmen oder auch das. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich keine Currywurst. Eine Bratwurst mit Tomatensoße ist keine Currywurst. Aber wenn die Leute das in der Region als Currywurst sehen und das sich da so etabliert hat, meine Güte, dann ist das eben da eine Currywurst und dann schmeckt die denen gut und dann lasst das doch denen ihre Currywurst sein. Also ich finde, wir sollten da alle mal ein bisschen entspannter werden. Dass nicht immer alles so eng sehen und ja, nicht immer alles so verbissen sehen. Was ist dann die einzig wahre Currywurst? Also, was? Das kann ich dir sagen. Ja. Was die einzig wahre Currywurst ist. Ja, Die einzig wahre Currywurst ist die dir am besten schmeckt. sehr gut. So, das ist, wir Deutschen sollten uns, glaube ich, alle mal ein bisschen entspannen und nicht immer dieses, nur einer hat recht. Das ist doch, ich sage ja, wir haben ja 5 verschiedene Wurst. Die kannst du jeder als Currywurst haben. Und wir haben auch verschiedene Typen, die das auch so nehmen. Und jeder, wer jetzt eine Schinkenwurst als Currywurst nimmt, sagt, das ist für mich die wahre Currywurst. Und der andere, für den anderen ist es die Brühwurst, für den anderen ist es die Thüringer. Auch die Soßen. Es gibt 1000 verschiedene Soßen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und ich finde es Blödsinn, wenn man sagt, nur das ist die einzige wahre Currywurst. Das ist, für mich ist es Blödsinn. Wenn du eine Currywurst isst und sie dir schmeckt, hast du die richtige Currywurst. So, Punkt. So, the most important is this one and the curry sausage. This is in Germany the most important sausage. Yeah, man, that's awesome. Yeah, let's go. What do you think's better, this or that guy? Which one? You want this one? Which one would you get, that or this? For me, I think to try the curry sausage. Alright, I'll do that. Okay. Thank you. You want normal or spicy? Normal. Normal. Yes. Yates, Sehr gut. Where are you from? United States. New York, New York? Philadelphia. Yeah, Monterey. California. Okay, long way, long way. Very long. It's great. Okay. Yes. You want ketchup or mayonnaise? Ketchup. Ketchup, okay. And what are you doing here? Vacation. Vacation. Vacation, yeah. Vacation. Travel, see the world. Hit with the card though? Fire, it's really good. Good. Ah, Come here, I give you 4 more. No problem. thank you. It's really Good, good. eh? Yeah, I know. Yes. Super. Alright. Sehr gut. Pay with card? No, only cash. Only cash? There's a theme here, Tom. There's a theme. Timber, I'm gonna try card. Oh, sir? Together, yeah.
So, my friend, Danke. so you are from New York. I have a friend in New York Yeah. who is in the park and sell there German bratwurst. Ah, okay. Yeah. In New York City? Yes. Oh, okay. Yeah. Yes. And Christmas market he is at, I think, Broadway. Union. Ah, okay. Yeah. He has 42nd stands Street. there. Yeah, I know it. And I has know it. German bratwurst. Ah, yeah, okay. It's possible to find in German, in New York, German. Ja, Freunde von mir machen in New York haben die German Bratwurst. Da Ja? gibt er, ja. Weihnachtsmarkt und die stehen, ich weiß jetzt nicht genau, ob die ein festes Geschäft haben, aber die stehen auf jeden Fall in dem Park da viel. Ich sehe das bei Facebook, da sehe ich das öfter mal. Und Weihnachtsmarkt stehen die denn, ich bin sogar der Meinung, auf dem Broadway. Oder wer ist die andere? Broadway, what is the other famous street in New York? Broadway and? We have, Wall Street. Wall Street's downtown. I think Wall Street. So in one famous street there is, I think Wall Street or Broadway, they have, die haben da einen Weihnachtsstand mit German Bratwurst. Auch schon seit, ich glaube, über 20 Jahren. Sind Als wir mittlerweile Imbiss oder da. als Auf Weihnachtsmarkt, als Verkaufsstand, okay. als ein Wurstpavillon ist das Okay. da, die da stehen haben. Aber die beiden sind da auch schon, ich glaube, weit über 20 Jahre machen die das da. Ne? Ja, In Amerika denken ja alle, die Bratwurst wird mit Sauerkraut gegessen. okay. Die Ausländer denken ja viele, oder ausländische Mitbürger denken ja viele, Deutschland ist Bayern. Ja. Und da wird das tatsächlich, die machen die Bratwurst in Brötchen und da kommt Sauerkraut drüber. Was in Deutschland kein Mensch essen würde, aber in Amerika denken alle, es ist normal. Das ist die deutsche Bratwurst. Essen die das so? Die essen das so. Die Wurst ins Brötchen und da kommt Sauerkraut drüber. Okay, bye, have a Hier. good day. No. So, bitteschön. Kotelett. Wollt ihr das kalt oder heiß haben? Kalt. So. So, mit Pommes. In Bayern und so, da ist dann halt öfter auch mal eine Käsewurst. Da ist ja mit so diese Schinken oder Krakauer mit Käse drin, ist da ein bisschen mehr. Ah, okay. Also es gibt da schon regional natürlich Unterschiede. In Frankfurt, die heißt auch Frankfurter, ist so eine härtere Wurst. Also natürlich gibt das spezifisch, länderspezifisch Unterschiede. Na klar, natürlich, auf jeden Fall. Und dann, wie wir schon sagten, behauptet Ja, Jedes ich kann mich La- da nur wiederholen. Bleibt jedes mal alle Bundesland, lockerer. jede Stadt. Genau. Okay. Alle mal ein bisschen lockerer bleiben, alle mal ein bisschen mehr. Ach, entspannt euch alle mal ein bisschen und nimmt nicht immer alles so, jeder nimmt sich so wichtig heutzutage und ich finde, jeder hat recht. Wenn du in Berlin, wenn das deine Currywurst ist, hast du recht, dann ist das deine Currywurst. Für mich ist das eine andere Currywurst, fertig, so. Was soll ich mir jetzt streiten, wer recht hat? Ich habe für mich recht und er hat für sich recht. Das ist eine ganz einfache Sache, ne? Ja. Also ich finde das sehr, ich weiß nicht, ob das nur ein deutsches Problem ist, aber wir sind ja manchmal sehr kleingeistig oder sehr engstirnig. Und da finde ich, sollten wir mal alle ein bisschen entspannter werden. Ja, verstehe. Einfach. Ein bisschen mehr miteinander, anstatt gegeneinander. Ja. Ja, das sowieso. Auch deswegen ist es sehr schön hier zu arbeiten, weil hier hast du halt, hier ist es alles entspannter ein bisschen. Man kann hier mit den Leuten einen Scherz machen. Wir können, so wie wir das gelernt haben in unserem Leben von unseren Eltern als Schauspieler und so, den Leuten Spaß bringen, ein Lächeln ins Gesicht verzaubern. Und dann gehst du abends nach Hause und hast einen schönen Tag gehabt. So, das siehst du doch nicht als Arbeit. Also ich sehe das manchmal auch wirklich nicht als Arbeit an. Das ist wirklich für mich mein Spaß, hier zu sein. Ich mag es auch gerne. Ja. Hey! For me now. Ja, hello, for you. Yeah. We're back for more. So, you Yes. see, Yes. siehst du, so. Delicious. Which one? Ein Pommes und I'm gonna get one currywurst. yeah. This one. So. And one fries. Yeah. Yeah, okay. We can do this too. So, mein Lieber. Möchtest du Senf, Mustard oder Ketchup? It's, what do you prefer? I don't know.
For me ist Ketchup. Ketchup. Okay. Ja. Yeah. 30 bitte. Jo. So, bitteschön. Hi. Hi, Bratwurst, Fritten, Mayo? Ja, Fritten, kleinen Augenblick. Bratwurst hier eine dünne oder dicke? Eine dicke. Eine dicke. Ja, das nochmal kurz und dick oder lang und. Bei uns können die Damen mal aussuchen. Lang und dünn oder kurz und dick. Was mehr gewünscht wird. Sehr gut. Die Erfahrung sagt, lang und dünn wird bevorzugt. Okay. Ja, ist so, tatsächlich. 4,30. Ja, die Fritten kriege ich umsonst. Ach ja. Wo die ganz Wilden sagen, dann lang und dick hätten sie gerne. So, mein Lieber, Nummer 1 und Nummer 2, frisch vom Grill. Ab dafür, lasst euch schmecken. Dankeschön. Einmal die große Bratwurst. Einmal die Krakauer Pommes, was drauf? Ketchup, Mayo? Beides gerne. Beides. So, bitteschön. Danke sehr. 11,60. Guck mal, können wir dir ja beibringen. Ich merke in letzter Zeit öfter, dass die Leute nicht mehr die Wurstpappen kennen. Die fragen mich immer nach Messer und Gabel für die Wurst. Ah. Abknicken, abreißen, Wurst nehmen. Ah, ja, genau, ja. Das kennen immer weniger. Ich bin ganz gespannt, das gab es früher nur, aber anscheinend wird das wohl immer weniger. Also das kennen tatsächlich immer weniger Leute. Die sind Ja, immer richtig so, oh, ah. ja. Wüsstet ihr das? Hier, guck mal, sie hat's, er nicht. Ja, ich habe gesehen. Ja, genau. er Hier. nicht, er nicht. Ja, genau, genau. Hier, sieht man doch. Ja. Und der Herr wusste das gar nicht. Ja, Ich wusste nicht, nein. ja, ja. Ja, sieht man auch nicht. Also so, hier, Ja, ja. ganz hinten. Ja. Es geht immer um die Wurst. Ja, hier dreht sich alles um die Wurst, genau. Ja. Hier dreht sich alles um die Wurst. Natürlich ja immer mehr mit anderen, ja, ich sag mal, mittlerweile ist glaube ich auch in Hamburg, ich schätze mal, dass es dreimal so viele Dönerläden gibt wie Imbisse, deutsche Imbisse, ne? So irgendwie, Ja. das hat sich ja so eingebürgert. Aber es gibt ja immer noch auch noch gute Imbisse. Ja. Deswegen, Leider machen auch manche zu, leider. Deswegen Leute, wenn ihr einen guten Imbiss bei euch in der Nähe habt, geht da hin. Die Reeperbahn hat sich schon ganz schön geändert. Punkt. Das hat nichts mehr mit der Reeperbahn der 80er, 90er Jahre zu tun. Das ist auch klar, ne? Ja. Das ist schon, oder die ganzen Supermärkte oder Kioske, die halt, natürlich nehmen die den abends, natürlich gehen die Kitties, sag ich mal, abends erst da trinken, obwohl die mittlerweile auch für ein Bier, glaube ich, in Kiosk nehmen die auch 3,50 für eine Flasche Bier. Aber es ist immer noch billiger als in den Diskotheken oder so, ne? Das ist, glaube ich, wirklich für uns jetzt gar nicht, das interessiert uns nicht, aber ich glaube für Diskotheken und so solche Betreiber ist das schon ein Problem auf der Reeperbahn, dass es so viele Billigtrinkläden hier gibt. Ja, also der Reeperbahn in diesen 20 Jahren hat sich sehr Verändert, ja. Sehr verändert. Ja. Also die ganze Reeperbahn mit den 90er Jahren, sag ich mal, zu jetzt, das ist tatsächlich schwer zu vergleichen. Also in den Seitenstraßen gibt es da nun auch noch, da gibt es auch noch viel die alte Reeperbahn. Aber ich sag mal, die Hauptreeperbahn so an sich hat sich schon stark geändert, auf jeden Fall. Das Gesicht hat sich schon sehr geändert. Ja. So diese ganzen Läden, die ja 50, 60 Jahre waren, die haben in den letzten 20 Jahren alle den Geist aufgegeben. So dieser Schuhladen, der hier war, oder so diese, sag ich mal, die den Kiez ausgemacht haben, 30, 40 Jahre lang. Nur für die war das dann Internet und so, ja klar, keiner bestellt mehr Schuhe, geht mehr ein. Und ich verstehe es ja auch alles, aber ist schon schade. Aber jetzt ist halt die neue Generation da, die feiern halt anders und ist auch okay. Also hier so ein Brötchen halt, ne? Ja, Also ja. noch in den Ofen, frisch vorpacken.
Und fertig. Rot-Weiß, Stefan. Ja. Er kriegt dann die Krakauer als Currywurst, ne? Das ist ja gar kein Problem. Er wollte ja auch scharf haben, dann haben wir das Chili-Pulver hier. Dann machen wir das nochmal scharf. So, haben wir die Krakauer schon mal. Das ist ja schon die normale. Das ist die normale, genau. Genau. So. Aber ich nehme mal. Hier, das ist ja auch das Schöne, du triffst hier täglich Menschen aus aller Welt. Ja. Also das ist wirklich, also ich habe glaube ich noch kein Land hier gehabt, was hier noch nicht war, wenn man mit den Leuten sich mal ein bisschen unterhält. Also natürlich, jeder, der nach Hamburg kommt und hier 1-2 Tage ist, der besucht auch mal die Reeperbahn. Also von daher glaube ich, kriegen wir hier schon einen guten Durchschnitt der Gesellschaft auf jeden Fall mit, was hier so Sache ist. Ja, und hat's dir geschmeckt? Dann darfst du auch wiederkommen. Sehr schön, alles klar. Ciao ihr drei. Aller Welt, Stefan. Aus aller Welt. Ne? Und auch aus der Unterwelt. Das auch, ist so. Ja, auch aus der Unterwelt. Auch Genau. aus der Unterwelt. Aber auch das sind sehr liebe Gäste. Ja, alle in Ordnung. Also ja. die Reeperbahn, das kommt, will ich auch noch mal sagen, die Reeperbahn ist ein bisschen noch, hier ist es so ein bisschen wirklich noch, wenn du hier arbeitest oder irgendwie was hier zu tun ist auf Reeperbahn, es ist immer noch so ein bisschen Gemeinschaft hier. Was ja leider heutzutage nicht mehr so angesagt ist, gemeinschaftliches Denken und so. Aber hier ist es tatsächlich ein bisschen noch, ja, so wie es vom Jahrmarkt halt kennen. Da sind wir auch eine Gemeinschaft, halten alle zusammen. Und das ist hier tatsächlich auch ein bisschen so. Ja. Und das gefällt mir auch sehr gut. Die alten Werte, also wir wieder bei der Oldschool alte Werte, die sind hier noch, doch schon noch sehr vertreten. Und die Leute denken ja immer, Reeperbahn, sie kommen auch auf die Frage, wie viel Schlägereien, dies und das. Also ich habe hier im letzten Jahr, musste ich einmal rausgehen und einen Streit schlichten. So, das war in einem Jahr das Einzige, wo man mal eingreifen musste. Ansonsten mit einem Spruch, wir sind alle nicht auf den Mund gefallen, wer hier arbeitet, sollte nicht auf den Mund gefallen sein, das ist so. Aber also Probleme hat man hier ganz selten, das ist eigentlich wirklich die Ausnahme. Und natürlich in den Kneipen. Obwohl man denkt natürlich anders. Das meine ich ja, die Man Leute, denkt. die Frage kommt sehr oft bei uns, ne, wie viel Schlägereien, ob man sich, gar nicht, das ist gar nicht. Ich sag mal, wenn du jetzt in einschlägigen Kneipen, die hier um uns rum sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit mal höher, dass du da, wenn du da 6 Stunden sitzt und ein Bier nach dem anderen zischt, dass du dann mal aber Streit bekommst. Aber wir sind auf der Reeperbahn, am Wochenende am Feiern, das hast du überall. Also das ist hier, glaube ich, nicht mehr als anderswo. Im Gegenteil, glaube ich, sogar eher weniger. Weil auch alle wissen, die Polizei ist hier sehr präsent. Ja, Davidswache hier. So, Davidswache ist ja nun direkt bei uns hier auch. Ja. Und also auf der ganzen Reeperbahn sind die ja auch gut vertreten. Also ich würde sagen, teilweise bist du auf der Reeperbahn sicherer als in anderen Stadtteilen hier in Hamburg. Das sehe ich so tatsächlich. Ja. Ja. Ich meine, ich sehe das ja selber von unseren Stammkunden, wo man jetzt weiß, die Kinder, man kennt sich ja, mit der Zeit ist ja klar, das ist automatisch. Wenn jetzt hier die Kinder alleine laufen, guckst du automatisch mit lang, ob alles in Ordnung ist. So, also hier wird noch ein bisschen aufeinander geachtet und das ist auch sehr schön so. Mhm. Das ist auch sehr schön. Stell dir hin, ja?
Yeah, she don't need zero. Yeah, okay, that's right. Yeah. I see it, I see it. So, one Fanta, one Coke Zero. Unterschied zwischen Brühwurst und Bratwurst. Eine Brühwurst wird in der Herstellung im Wasser schon vorgebrüht, die ist nicht mehr roh. Und eine Bratwurst wird auch kurz angekocht, aber sie ist trotzdem noch roh. Also die muss gebraten werden. Eine Brühwurst kann man auch roh essen. Das ist der Unterschied. Oder wie siehst du das, Michael? Was denn? Die Brühwurst ist doch einfach, das ist einfach nur in der Herstellung, wenn sie halt schon vorgebrüht ist, nicht mehr roh ist. Das ist der Unterschied zur Bratwurst. Ne? Ja, eine vorgebrühte Wurst ist das. Vorgebrühte Ja. Wurst, einfach, genau. Die man halt auch kalt und roh essen kann. Man kann jede Wurst kalt essen, auch roh essen. Aber eine Wiener schmeckt ja anders als eine Bratwurst kalt. Ja, so, das ist ja. Geschmäcker sind verschieden und so soll es auch bleiben, das ist auch gut so. Und jeder hat seine eigene Wahrheit und wir sollen nicht immer versuchen, anderen Menschen unseren Willen aufzuzwingen, was das Richtige ist. Ich bin aber gespannt, ob hier auch so viele Kommentare unterkommen. Nein, die Wurst muss so und das ist nicht die richtige. Leute, für jeden, dem seine Lieblingswurst, die er hat, das ist die richtige Bratwurst oder Currywurst. Punkt, aus, fertig. Auch eine Currywurst? Curry viermal? Wollt ihr Pommes dazu haben? 10 Euro. Nur Brötchen? Ja, genau. Wollt ihr normal oder scharf haben? Scharf. Ein bisschen scharf. Bisschen scharf, aber Frau. Ja, aber nicht ganz so doll. Bisschen, alles klar. Bitte viermal ein bisschen scharf. Das war jetzt 10,50 ab, bitte. 10,50. Bisschen scharf, Jungs, geht los. So, für dich aber 10, bitteschön. Und dann Das ist dafür. 18 Euro. Gut so. Alle Hier unser Chili-Pulver. Die Jungs wollen ja ein bisschen scharf. Also machen wir auch noch ein bisschen rauf. So, Was sind die anderen? Also das hier ist Currypulver. Das haben wir jetzt unser Currypulver rauf. So, und à la voilà. €3. Kannst ruhig ins Bild gehen. Hübsche Frau wird immer gerne gesehen. Ja, das ist ja kein Problem. So, bitteschön. Sogar ab in den Nachrichten der Tagesschau seid ihr. Und wehe einer macht jetzt ein schlimmes Gesicht. Ne? Also alle schön lächeln und oh, wie lecker. Nee. Guck mal, was macht ihr denn? Göttingen. Niedersachsen, Göttingen. Guck mal, das ist auch mal interessant. Das doch noch immer auf. Ja, mach ich Von auch. wo die überall, weil das ist ja auch so ein Standard, dass die von Deutschland weit am Wochenende jetzt mal hier so 2-3 Tage, macht Spaß, so genau. Das ist ja das Standardprogramm, sag ich mal, dass die treffen sich halt mit Gruppenjungs, kommen hierher 2 Tage, haben Spaß, haben eine gute Zeit, fahren nach Hause, alles ist gut. Ne? Aus welchen Städten seid ihr? Aus? Göttingen. Göttingen, okay. Göttingen. Wie ist bei euch also die Curry, die allgemeine Bratwurst? Er meint jetzt, guck mal, bei uns ist ja diese Brühwurst. Bei uns ist die normale. Currywurst auch sehr gut. Aber Also- ihr habt ja bei euch ist es ja eher die Bratwurst denn als Currywurst. Ne? Ja, Genau. Sonneborn, beste Bratwurst im so ist es. Also, das ist ein Begriff. Aber das haben wir auch schon gesagt, es ist doch für jeden, so wie er es mag, Ja. ist das seine beste Currywurst. So, dass, ja, dieses, Jetzt kommen sie, jetzt fangen wir an. Der war nicht richtig Pommes hier. Genau, es war hier zu heiß hier. mit Ketchup oder Mayo, was war das? Rot-Weiß. Feuerwehr, weil War zu heiß, ja genau, das kann sein. nicht nur zu heiß, es war zu scharf. Das kann auch sein. Wir sind natürlich alle hier sehr scharf, sowieso, sieht man ja, das gehört hier dazu. Ne? Ja. Das gehört dazu. Ich meine, scharf, wir haben ja Chili-Pulver, du kannst die Currywurst bei uns auch gerne scharf haben, aber diesen Tropfenwahnsinn, sag ich jetzt mal, mit, was weiß ich, 5 Millionen Scoville und so Kram, das machen wir hier nicht mit. Ich glaube, da ist auch nicht der richtige Standort hier, weil wenn die Jungs um 3 Uhr aus der Diskothek kommen, dann meinen sie schon, sie sind ein bisschen fitter, als sie denken und dann wollen sie es extra scharf haben und dann kippen sie mir hier um und das ist dann auch nicht dasselbe vom Ei. Also bei uns Oder- mit Chili-Pulver, man kann das schon scharf haben, aber Später sehen, wir versuchen es mal. siehst du? Okay. Ja,
Ja, aber diese Tropfen, diese, was weiß ich, mit 2 Millionen, das haben wir eben nicht hier. So, das spielen wir halt nicht mit. Ich habe mit Rettungssanität gesprochen, der hat zu mir gesagt, wenn du dieses ab einem gewissen Scoville-Level, dann kannst du dir auch Pfefferspray in die Fresse hauen, das ist dasselbe. Also der Körper reagiert gleich darauf. Und das bitte? Und ab einer gewissen Schärfe schmeckst du gar nichts mehr, dann kannst du auch eine Schuhsohle essen, ist dasselbe. Das kommt auch noch dazu. Nein, also wie gesagt, scharf ist kein Problem, aber in Maßen. Weil es ist natürlich schon so, ich sag mal, wir haben ja am Wochenende, unsere Öffnungszeiten sind ja jeden Tag von um 11, in der Woche bis um 2 und am Wochenende haben wir von um 11 bis morgens um 6 auf. Das heißt, wir sind natürlich auch sehr lange hier und man muss dann schon, ab gewissen Uhrzeiten ändert sich dann das Publikum auch mal ein bisschen, das ist schon so, ja, ja. So, wo ist er jetzt mit der Pommes? Hier, da ist er. Cola kriegst du noch? Ohne Cola, ja. So, dann einmal für dich. Pommes rot? Hier die junge Dame. Und gut aussehende junge Dame natürlich. Zweimal Pommes, die beiden. Und Kakao ist ja ein bisschen Würziger. würziger. Würziger, genau. Die roten, also die rote ist ein bisschen würziger, die Krakauer, unsere Schinkenwurst auch. Und die anderen sind halt anders gewürzt. Aber auch da ist es, die Leute kommen bei mir und sagen, was ist denn die beste? Ich sage, ja Leute, das sind 5 verschiedene Würste, die haben 5 verschiedene Geschmäcker. Das müsst ihr dann schon für euch selber. Ich kann sagen, was die meisten nehmen, aber was euch am besten schmeckt, das müsst ihr schon selber rausfinden. Also, so, einmal lecker Pommes mit Mayo und Ketchup. Herzlichen Dank. Ja. Die Curry. Currysoße. Currypulver. Guck mal, damit du auch mitreden kannst, ne? Damit dann die Leute die fragen. Hast du jetzt hier eine Ecke denn auch mit schärferen nochmal? Was? Ohne scharf, oder? Ja, hier die Ecke ist jetzt scharf. Ja? Du musst aber beides probieren, ja. Ach so, okay. Welche Ecke ist die scharf? Hier, guck mal, da wo rot ist. Ah, okay.